Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play, und zwar LeChuck's Revanche, Monkey Island Special Edition 2. Okay, ich habe es jetzt so vorgelesen, wie es hier steht, also Monkey Island 2 spielen wir jetzt. Und nachdem wir jetzt Monkey Island 1 fertig haben, und ich würde sagen, dann fangen wir auch einfach mal direkt an. Die Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich, ja, das ist ja wieder so wie bei Monkey Island 1 auch leider. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop. None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. So, Part 1, das Lago-Embargo. Okay, da sind wir dann jetzt. Wie wir gerade gehört haben, Guybrush Threepwood hat nach seinem Sieg über LeChuck sich auf die Suche nach großen Schätzen gemacht anscheinend, anstatt mit Elaine irgendwie seine Zeit zu verbringen. Genau, hat sich auf die Suche gemacht nach großen Schätzen, besonders auf die Suche nach Big Whoop. Und labert alle voll mit seinen Storys. Ja, so sah es damals aus. Wir sehen hier auch unser Inventar. Wir sind auch schon ganz schön reich. Und wir haben immer noch, das sieht aus wie die Memos, die wir da hatten. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück, weil wir spielen mit der neuen Grafik mal wieder, weil das andere halt nur auf Englisch vorhanden ist. Hier, Reichtümer. Benutze Reichtümer, betrachte Reichtümer. Okay, also das läuft schon mal anders. Was ist denn, wenn ich... Okay, da passiert nichts. Dann gehen wir mal hier hin. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Ich zahle für nichts. Ich bin Pirat. Tough guy, huh? Oh mein Gott. Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police. Das ist aber sehr ungeschickt von ihm, wenn er das macht. Dann fällt doch jetzt mein ganzes Inventar einfach hier in diesen Fluss oder See oder was auch immer das ist. Then who keeps up the law and maintains order? I'm the only law on this island. Ja, prima. Hey, you're loaded. Nee, überhaupt This is nicht. my lucky night.
Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago LeGrand. Ja, da haben wir jetzt gleich auch schon Lago kennengelernt, vom Lago-Embargo. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Das ist unser Inventar jetzt. Yay, aber ich meine, alles liegt jetzt wahrscheinlich hier unten drin. Wir haben es zwar nicht gesehen. Na gut. Wie gewonnen, so zerronnen. Unser ganzes Geld, unser ganzer Schatz, den wir irgendwann zwischen Teil 1 und Teil 2 ergaunert haben. Gehen wir einfach mal hier rein. Wir schauen uns jetzt erstmal in der Stadt um und reden mit den Leuten und was weiß ich. Ein Zimmermann. Ihr wisst, ich gucke immer gerne, wie es früher aussah und wie es jetzt umgesetzt wurde. Okay. Naja, man erkennt schon ein bisschen mehr, muss man sagen. So, wie läuft das denn jetzt hier ab? Ich muss irgendwie das drücken. Ah, und dann kann ich hier so drücke, ziehe, benutze, rede mit Zimmermann. Yeah? Sieht aus, als wäre hier ein bisschen irgendwie was abgeschnitten. Naja, fragen wir erst mal über Lago. He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. Ja, schade. All my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? Oh, like a voodoo doll of Largo LeGrand. Oh. Oh, dann wissen wir ja schon mal, was wir wahrscheinlich machen müssen. Sind Sie ein Koch? Ja, guck dich doch einmal um. Aber vielleicht ist er wirklich ein Koch. Und muss hier nur als Zimmerer arbeiten? Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a Ja, woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. Okay. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Ja, wie man hört, ist das halt ein hier Zungenbrecher auf Englisch mit... Na gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Hey, you started it. I'd like to look around a bit. Sure thing. Was haben wir denn hier? Eine Arbeitsplatte, ein Hocker, Tür, der Kalender. Da kann ich nehmen oder betrachten. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Okay, wir gehen mal raus und schauen uns weiter um. So. Kommt jetzt jedes Mal dieses Press A für Audiokommentar, weil ein Audiokommentar wollen wir jetzt eigentlich nicht hören, ne? Das wäre ja Hello. ein bisschen viel. Ah, da oben das Bett, habe ich das jemals... Ah ja, da oben ist tatsächlich ein Bett. Das ist mir, glaube ich, nie aufgefallen. Also, vielleicht sollte ich dazu sagen, Monkey Island 2 habe ich natürlich, genauso wie Monkey Island 1, auch schon öfters durchgespielt. Davon werdet ihr aber nichts merken, weil ich mich an solche Sachen einfach nicht erinnern kann nach ein paar Jahren. Also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also gut, sagen wir es mal so. An ein paar Sachen werde ich mich erinnern, weiß aber nicht genau, wie ich das umsetzen muss. Zum Beispiel weiß ich jetzt noch, an dieses Monokel müssen wir irgendwie wegnehmen. Ich weiß nicht wofür, keine Ahnung. Vielleicht damit wir die Karte dann nehmen können oder so. Ja, aber an anderen Stellen werde ich dann überhaupt nicht wissen, was zu tun ist und so. Wenn ihr das Monkey Island 1 gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Bei Day of the Tentacle war es auch schon so ein bisschen, da ging es ein bisschen besser. Wo ich das am wenigsten gespielt habe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, hatte ich das überhaupt jemals schon mal selbst durchgespielt oder nur selbst als Let's Play gesehen? Na egal, das ist ein anderes Thema. Jetzt reden wir erstmal mit dem hier. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Ich bin Guybrush Threepwood, Geisterkiller. Excuse me. Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh. Who sent you here? I should warn you. I'm heavily armed.
Okay, anscheinend weiß der irgendwas. Kommt vom Finanzamt. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Okay, also hat der schon Sachen rausgefunden oder versucht herauszufinden über Big Whoop. Are you looking for Big Whoop too? Well, I haven't really been able to find out much Habe hard. ich fast gedacht. What do you know about it? Noch gar nichts. Er ist nicht auf dieser Insel anscheinend. Ja, genau. I know I'm looking for it, and that's about it. You mean you never heard of the 4 men who buried it? No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Das ist wahrscheinlich Monkey Island, ne? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. Dann vielleicht doch nicht Monkey Island. It was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Wow. That's some story. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Okay. My name's Guybrush. Who are you? Wally B. Feed, at your service. So. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Ja, wir wollen so schnell wie möglich hier weg. Das Gouverneur gibt's ja auch. Okay, aber das mal. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. Okay. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Authority, ja, gut. Autorität, ja. I'm looking for some room and board. Stimmt doch gar nicht. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Anytime. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery in here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Oh Mann. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My Nach Big eyes Whoop? have seen the whole world. And there's not a part of it I haven't put down on paper. So. Maps are very, very important. Ich meine, wenn ich es mir genau überlege, könnte das hier sogar Monkey Island sein, ne? Mit dem, obwohl das hier passt nicht ganz. Naja, vielleicht auch nicht. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Okay. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Ach man, ich hätte jetzt gerne die Antwort gewusst, weil ich weiß es auch nicht. Naja. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Ja, wir werden beste Freunde. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Is that all you do? Make maps?
Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. You know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. I'm sure they are. Well, goodbye. Okie dokie. Kann ich das jetzt schon einfach so nehmen? Ah, verdammt. Ich war zu weit weg. Hey, where's my monocle? I can't see a thing without my monocle. Where is that thing? Ich habe keine Ahnung, bringt das jetzt was, wenn wir nochmal mit dem reden? Put it right here. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Thanks. Na I gotta gut, go. Okie dokie. bringt noch nichts. Aber für irgendwas brauchen wir das. Ich weiß nur leider Hope I nicht. didn't lose it. Ich weiß nur nicht wofür. Das ist jetzt auch wirklich das Einzige, was wir bisher haben. Gehen wir mal hier hoch. Oh Mann. Ich frage mich ja, Männer ohne Moral, sind das die Piraten, die auch in der Stadt waren? Ich glaube schon, ne? Reden. What is it? Naja, wenn da lange nicht gesehen steht, dann werden das die aus Monkey Island sein, ne? Remember me? I'm Guybrush. Do we know you? Sehen nur irgendwie anders aus jetzt. Okay. Ja, komm, machen wir das. Tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Guybrush? Na nett. What are you guys doing up there? We're performing That's right. Ja, Farming. coole Performance, muss ich sagen. now. You see, after our circus failed, Ah, die haben we Circus started a gemacht, pirate okay. catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Oh, irgendwie habe ich jetzt Bock auf Pizza. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we couldn't refuse. So we sold him the business. But what does this have to do with performing? We're getting to that. Ah, okay, We okay. sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Drinky Island. We ever want to get Wie there? Inky Island. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of... Big Whoop. Alle sind Wop. Okay, ich sage immer Big Whoop. Big Wop? Big whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. Oh, By the time we noticed, we were taking on water fast. ja. Ended up stranded on a tiny desert island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. Okay. So we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. So. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right. Sagen wir einfach mal das. Overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the earth. But, All right, you got us. We're really up here because... well,
We're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Terraformophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Okay. Fear of killer whales? Say what you will, we're not coming down. Okay. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Okay. Give me money for the polish. Okay. Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Okay. Das heißt, See you later. wir brauchen jetzt diese Politur und Käse, denke ich mal. Kann man das sich angucken? Not responsible for lost buttons or hooks. No, we don't clean leather. Okay. Won't fit in my pocket. Genau. Alles Mögliche passt in seine Tasche, aber diese Maus nicht, oder was? Jetzt reden wir nochmal mit dem. What do you know about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean. Okay, der versteht mich nicht richtig. Der versteht immer was anderes anscheinend. Kennt ihr Sissy? Den Film? Der Vater von Franz ist auch immer so drauf, dass er was anderes versteht, als gesagt wurde. Daran erinnert mich das jetzt gerade. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. Nur leider macht das auf Deutsch irgendwie gar keinen Sinn. Swamp mud. That's because I'm mad, Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Auf Englisch macht das mehr Sinn. Who are you? Und das hat sich dann auf Stew, also Eintopf, gereimt. Oder, ja, egal. I got a laundry type question. Wirklich? Shoot. Was denn? Do you do alterations here? Fragen wir einfach mal. Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Okay. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Das hat er verstanden, ne? It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. Oh Mann. Ja, ich glaube, da brauchen wir erst so einen Schein, um dann irgendwas abzuholen. Saubere Wäsche. No ticket, no laundry. Na gut, gucken wir uns das nochmal an. Not responsible for stains left on clothing. Ja, okay. Dann kann man hier rein. Schiff. Ich dachte, da in das Schiff könnte man nur rein. Luke, okay. Ah, dann sind wir hier. Oh, ein Mini-Krokodil. Ein Alligator meine ich natürlich. Gut, reden wir mal mit denen. Ich glaube, in der Folge hier werden wir I'd like a room. fast nur mit den ganzen Leuten reden. We only have one and it's full. Aber so ist es ja immer am Anfang. Erstmal die Lage checken, ne? Aber gut, ich darf noch nicht mal... I'd have to have a room first. Only one guest. Lass mich raten, Lago? But that dang Largo eats like 30. Okay. Das ist ein Seil, werden wir vielleicht irgendwann mal brauchen. Können wir einfach nach hinten gehen? Hold it Ah, nee, right okay. there. That's a private room. No going up there. Ja gut, dann sind wir ja hier schon fertig. Ich glaube, mit dem Alligator brauche ich jetzt gerade noch nichts zu machen. So, dann gehen wir mal hier in die Luke. Help wanted. Okay. Ah, ist das die Bar dann hier? Ja, genau. Okay, mit dem können wir nochmal sprechen.
Excuse me. Yeah, boy? How's business? It's just terrible. No one ever comes down here. Ich bin hier. Largo's got all my regulars. Ja, das ist You echt... know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Ja, der schon der Zweite, der das sagt. Do that. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Ugh. Fork over Mega the dough and you'll be eklig. serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Das ist echt ein ungemütlicher Geselle, sag You ich just mal. gave him all your money? I don't want to talk about it. Wow. I don't want to touch it with my hands. Haben wir irgendwas? Wow, wir haben ein Goldstück bekommen, die Politur. Ups, jetzt fängt das schon wieder an. Fortsetzen. I should have listened to my mother. I should have practiced. I should have listened to Okay. my mother. I should have practiced. Ach, nicht Better nehmen. leave it there. Don't want to hurt business. Ich wollte... Reads JoJo. Appearing nightly. No cover charge. It's a metronome. Kann ich das mitnehmen? No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Hat das jetzt irgendeinen Sinn, dass das alles... Hired help only. Ah, kann ich nicht hier anfangen als Excuse me. Yeah, boy? Barkeeper? Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? Ja, ja, ja. Matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes. Genau so war's. Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's Shirley the old Temple auf Englisch. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul. Sieht er echt so jung aus? Stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Okay. Dann brauche ich also jetzt auch noch einen Ausweis. Ah. Who's this Kate person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Hat ein Schiff? Brauchen wir das Schiff? Nice place you have here. Well, see ya. Na gut, ich befürchte, dann haben wir jetzt alles erstmal mit den ganzen Leuten hier geredet. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Zimmertypi hier und schauen, ob wir so eine Politur bekommen können. Yeah? Could I buy some wood polish? That's one piece of ink. Oh, es kostet tatsächlich nur so viel. I'd like to look around a bit. Sure thing. Ja, dann gehen wir doch jetzt direkt nochmal zurück. Obwohl, ich will einmal probieren, ob wir hier rauskommen und was dann, ob wir auf der Insel noch weiter rumlaufen können. Ah, schau mal eine an. Gut, dass ich das mal geguckt habe. Hier haben wir noch den Sumpf, einen Strand, einen Friedhof. Was ist das hier? Eine Halbinsel? Okay, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal noch zu dem Typi und gebe dem die Politur. Und auf der restlichen Insel gucken wir uns dann in der nächsten Folge um.
Sprechen wir mal mit dem. Die sind schon wieder am Pennen, ey. Kann ich einfach so machen. Benutze. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. Ah. Also vielleicht hätte ich das gar nicht machen müssen, sondern es geht darum, dass ich hier dieses Goldstück habe vielleicht. Hey. Na gut, dann, das ging ja jetzt doch schneller als ich dachte. Oder kann ich das nehmen? Moment. That wouldn't be... Okay, dann machen wir das mal nicht. Dann gehen wir jetzt einmal raus aus der Stadt nochmal, sodass wir da dann gleich starten können beim nächsten Mal. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Tschüpp, tschüpp. So, wie ist die Stadt? Woodtick. Habe ich auch noch nie gehört. Gucken wir noch mal zum Ende, wie es aussieht. Ah ja. Da haben sie sich wenigstens recht gut dran gehalten, nicht wahr? Na gut, das war's dann aber für die erste Folge vom neuen Let's Play von Monkey Island 2. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hierfür brauchen, ob das auch wieder so 13, 14 Folgen sind. Ungefähr 30 Minuten, schauen wir mal. Und ja, wie gut ich hier durchkomme oder ob wir auch wieder 10.000 Mal stecken bleiben. Naja, aber so sind ja Point-and-Click-Adventure nun mal. Dann, genau, schauen wir jetzt das nächste Mal, was eben halt auf der Insel noch so ist. In Woodtick haben wir jetzt eigentlich mit allen geredet und ich glaube auch erstmal erledigt, was man erledigen konnte. Und genau, dann schauen wir einfach mal weiter. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!